Willkommen zum Retro Newsflash. Kurz und knackig. News aus der Szene vom C64 und Amiga. Für euch zusammengefasst jeden Samstag hier zum Reinschauen. Be there or be square. Ja, unser erster Titel für heute: Penguin Migrants. Sunny Joe, the Guy, hat die Portierung seines anderen Homebrew-Spielprojekts für Handheld-Konsolen beendet und veröffentlicht. Penguin Migrants ist ein Puzzlespiel, bei dem der Spieler eine Gruppe von Pinguinen steuert, um einen bestimmten Ort zu erreichen. Das Spiel hat momentan 40 Level. Ziel ist es dabei, mit den Pinguinen Eier auszubrüten. Sunny Joe, the Guy, sagt selbst: Ich habe die 8-Bit Unity Entwicklungsumgebung verwendet, um dieses Spiel zu entwickeln, in der Hoffnung, die Entwicklungszeit zu verkürzen. Kein Erfolg. Ich denke, die 8-Bit Unity ist noch verfrüht, um sie zu nutzen. Einige Funktionen sind noch nicht dokumentiert. Ich habe viel Zeit mit Try and Error verbracht. Für den Fall, dass Sie es wissen wollen, der Hintergrund der Titelseite ist AI generiert. Dies sollte ein schnelles Projekt sein. Die HTML-Version wird über eine Seite einfach exportiert. Ja, das Spiel kann auf itch.io heruntergeladen werden, aber wie immer an dieser Stelle, man sollte dem Entwickler einen kleinen Betrag ruhig zukommen lassen. Ja, und ich würde sagen, wir schauen es uns einfach mal an und werden es also hier mal kurz anspielen. Mal sehen. Okay, also wir haben hier die 4 Pinguine, die müssen wir eben auf diese 4 Eier bringen. Level 1, easy going. So, Level 2. Okay, da haben wir den einen, den müssen wir jetzt hier rüber bringen und irgendwie versuchen, quasi den einen noch zu eliminieren, damit der ja quasi auch einzeln dann wieder rüber geht. Das Problem ist, wir können immer nur alle Pinguine steuern. Also man kann jetzt nicht einen einzelnen steuern. Das macht es ein bisschen kompliziert. Hoch, runter. Ja, da kann ich ihn nicht bewegen. Da kann ich den einen halt runter bewegen oder hoch bewegen. Das heißt, ich muss hier rüber und muss versuchen, den einen irgendwie zu eliminieren. So, ja, jetzt habe ich 2. Das bringt mir auch nichts. Okay. Wieder hoch. Da ist der eine drüben. Also ihr seht, gar nicht mal jetzt irgendwie so easy going. Muss man sich schon irgendwie so ein bisschen überlegen. Jetzt habe ich den einen wieder. Jetzt habe ich ihn in der Mitte. Das bringt mir jetzt auch nichts. Da komme ich hoch, runter. Kann ich auch nichts machen. Den kann ich rüberholen. Und die 2 dann wieder rüberholen. Aber da habe ich immer noch den einen. Also das bringt nichts. Wie kann ich den jetzt darüber holen? Ja, das ist meine Ausgangssituation. Jetzt habe ich es doch. Ja, prima. So, hier. Jetzt 6 Stück. Okay, wie machen wir das? Da gehen wir hier rüber und darüber. Dann habe ich... Was brauche ich denn? Da brauche ich 3 und da brauche ich 4. Das heißt, ich brauche einen 4er-Block. Muss ich also einen hier irgendwie noch eliminieren. Oder separieren, nicht eliminieren, aber separieren muss ich ihn. So, jetzt habe ich den 4er-Block. Jetzt muss ich einen noch da hochkriegen. So vielleicht. Nee. Den kann ich... Wenn ich rübergehe, habe ich immer nur die 2. Also muss der eine... Muss hier noch irgendwie rüber. So, jetzt hätte ich oben einen. Wenn ich jetzt hochgehe und jetzt rüber gehe und den einen oben noch... den kann ich aber in die Mitte holen. So, prima. So, jetzt haben wir hier die Baby-Pinguine. Die muss man halt, ja, also
drauf schubsen dann irgendwie, glaube ich. Damit die, also die können anscheinend dann einzeln immer bewegt werden. So, und einen da drauf. Genau. Oh, nächstes Level. Was haben wir denn da für ein Ding? Weiß jetzt auch nicht. Es hüpft da so rum. Muss das dann mit drauf oder nicht? Man weiß es noch nicht. Wie gehen wir dann da hoch? Wie kriege ich das jetzt wieder darüber? Auch nicht. So geht's nicht. Okay. Dann starten wir da nochmal neu. Naja, ihr seht schon. Gar nicht mal so easy going. Dokumentation fehlt irgendwie, glaube ich, noch so ein bisschen. Aber naja, ich würde sagen, an der Stelle werde ich es dann jetzt hier beenden. Ihr könnt es ja weiterspielen und könnt mal schreiben in den Kommentaren, ob ihr erfolgreicher wart wie ich. Ansonsten würde ich sagen, haben wir das Spiel ja jetzt hier kurz besprochen und ich wünsche euch trotzdem also viel Spaß damit. Der nächste Titel, Sokoban. Ja, der User Tukinem hat das neue Commodore-Spiel Sokoban veröffentlicht. Die Veröffentlichung war bereits 2024. Es handelt sich um ein Sokoban-Spiel von Spectrum Holobyte aus dem Jahr 1984, das auf dem PC erschienen ist. Ein Spiel, das viel Geschick und Geduld erfordert, da man Kisten in einem Labyrinth auf eine bestimmte Art und Weise bewegen muss, um das Level zu beenden. Tukinem selbst zu seinem Projekt: Ich habe versucht, die 1984er Version des Spiels so original wie treu wie möglich auf dem Amiga zu übertragen, indem ich Software wie DOSBox, WinUAE, Ultimate Blitz Basic 2.1, Brilliance und Personal Paint benutzt habe. Jemand mag sagen, dass dies nur Sokoban ist. Es ist aber nicht. Es ist ein sehr komplexes Spiel, das sowohl einen Karteneditor als auch Kartentests, Turniermodi, die Möglichkeit, das Farbschema des Spiels schnell zu ändern, und all dies wird von cooler Musik begleitet, die es in der PC-Version nicht gab. Das Spiel wurde komplett von Scratch geschrieben. Voraussetzungen sind ein Amiga 1000 mit 256 KB Chip, RAM plus 1 MB schnellem RAM. Amiga 500 mit 512 KB Chip RAM plus 512 KB normalem RAM und ein Amiga 500 Plus 600 oder 1200 ohne zusätzlichen Speicher. Ja, was ist neu? Also wir können jederzeit während des Spiels das Farbschema zwischen dem Original, also der originalen Farbpalette aus der PC-Version von CGA und der 32 Farben-Version umschalten. Der Spielcode wurde so verfeinert, dass das Spiel auf dem schwächsten Amiga 1000 mit zusätzlichem schnellem RAM läuft. Alle Animationen aus dem Original wurden originalgetreu kopiert. Und wir haben die Möglichkeit, ein Turnier für 2 bis 4 Spieler zu erstellen, mit der Möglichkeit, das Spiel zu speichern. Wir haben einen Board-Editor für die Level 51 bis 99. Und wir haben stimmungsvolle Musik im Hintergrund von 8BM. Ich würde sagen, dass es auf jeden Fall einen Blick wert ist. Ich habe das Spiel angespielt und hatte direkt viel Spaß damit. Wer sich also für solche Spiele interessiert, sollte zuschlagen. Und wie immer an der Stelle, ich wünsche euch viel Spaß damit. Ja, wir kommen zum letzten Titel für heute. Captain Ishtar vs. The Federation's Most Wanted. Psytronic Software ist ein Softwarelabel und Verlag und ist für uns Retro-Gaming-Gemeinde sicherlich kein Unbekannter. Sie haben viele Spiele in den letzten Jahren für verschiedene Retro-Konsolen und Computer veröffentlicht. Hier kommt ein weiterer cooler Titel, Captain Ishtar vs. The Federation's Most Wanted. Ein Spiel entworfen von Alf Ingwer mit Musik von Richard Baileys. Alf hatte mir die Tage eine E-Mail zukommen lassen, in der er mich auf das Spiel aufmerksam gemacht hat und fragte, ob ich es nicht in dem Retro Newsflash aufnehmen kann. Klar, sagte ich. Ist doch kein Problem, mache ich gerne. Zur Story.
In der fernen Zukunft braucht die Föderation der Planeten tapfere Raumpiloten, die die Raumwege der Galaxis überwachen. Unter diesen interstellaren Friedenswächtern gibt es nur wenige, die so mutig sind wie Captain Ishtar vom Mars. Die Föderation der Planeten hat sie zur Sternmarschallin ernannt mit dem Auftrag, diese gesuchten interstellaren Verbrecher zu jagen. Zartan, ein Terrorist, der eine eigene Roboterarmee befehligt und den Stadtplaneten Magna anzugreifen. Die Cosi-Klonbande, eine Bande identischer Klone, die den Bergbauplaneten Fromagis 3 ausgeplündert und Schutzgeld erpresst haben. Nemor, ein mysteriöser, gestaltwandelnder Hochstapler und Betrüger, der zuletzt auf dem Handelsplaneten Bazar gesichtet wurde. Mit den Worten von Captain Ishtar wünscht mir Glück. Ja, die Features sind ein Weltraumabenteuer in 5 Teilen, detaillierte Sprite und Hintergründe, beeindruckendes Parallax-Scrolling, aufregende Soundtracks, separate Intro- und Endsequenzen und versteckte Easter Eggs. Unterstützt werden der C64 Mini und Maxi. Der Titel kann auf der itch.io-Seite heruntergeladen werden und kostet aktuell $4. Ich würde sagen, das Geld ist doch einigermaßen gut investiert. Da gibt es sicherlich Schlechteres, was man mit $4 machen kann. Aber das sollte jeder von euch natürlich selbst entscheiden. Wer das Spiel oder die Art von Genre gern mag, der kann also hier gern auf der Seite vorbeischauen und sich das Spiel herunterladen und spielen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Ja, und das war's dann auch schon wieder für den Retro Newsflash in dieser Folge. Ich hoffe, ich konnte euch wieder mit einigen interessanten Updates versorgen. Und wer Lust und Laune hat, darf natürlich auch gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr den nächsten Retro Newsflash nicht verpasst. Ansonsten hoffe ich, sehen wir uns nächste Woche. Bis dahin macht's gut. Ciao.